Hallo und herzlich willkommen zur 169. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Unser Freund Professor Schifftan aus der Schweiz hat wieder zu Schreibmaschine und Papier gegriffen und uns eine Geschichte zugesendet. Das Thema ist genau richtig für Ostern. Vielen Dank, lieber Jair, und bleib schön gesund. Die heutige Geschichte heißt Die Osterkatze. Betty und Flecki waren unzertrennlich. Flecki war eine Katze, ein junges, dreifarbiges Weibchen. Betty, die Erstklässlerin, bekam Flecki von dem benachbarten Bauernhof. Der Tierarzt impfte und entwurmte das junge Kätzchen. Er bat die Familie daran zu denken, sie vor Ostern kastrieren zu lassen. Betty hatte ein bisschen Mühe in der Schule. Obwohl sie schon die ersten Buchstaben kannte, fiel es ihr schwer, eine Freundin zu finden. Aber dann, als sie anfing, von Flecki zu erzählen und ihre Bilder am Smartphone zu zeigen, wuchs plötzlich ihre Fangemeinde. Das erfreute Betty sehr. Nach dem ersten Trubel blieb ihr die Christine treu und besuchte sie fast täglich nach der Schule. Beide spielten sehr gern mit der Katze, streichelten sie und schmusten mit ihr. Sie ließ sich sogar geduldig im Puppenwagen herumkutschieren. Aber den größten Dienst erwies sie beiden, als sie beschlossen, ihr Geschichten vorzulesen. Das machte Betty fast täglich, besonders wenn sie alleine war. Sie nahm sich ein Buch, ihre Lieblingsmärchen oder etwas aus der Schule und las Flecki geduldig vor. Flecki achtete nicht darauf, ob Betty Fehler machte oder zögerte. Sie genoss ihre Nähe und kuschelte sich freundlich auf ihren Bauch. Eines Tages, nach der Schule, merkte Betty, dass Flecki unruhig wurde. Zuerst miaute sie ein wenig, dann rollte sie sich vor ihr auf den Rücken. Schließlich rieb sie ihren Kopf sehr heftig an Bettys Hosenbein und miaute wieder. Betty dachte, dass sie hinaus wollte und machte ihr die Terrassentür auf. Flecki verschwand mit einem Mal und war nicht mehr zu sehen. Alle dachten, sie hätte Sehnsucht nach ihrem Bauernhof und dass sie schnell wiederkommen würde. Das tat sie auch nach 2 Tagen. Danach war eigentlich alles wie immer, nur dass Flecki mehr fraß und entsprechend zunahm. Kurz vor Ostern erinnerten sie sich an die Anweisungen des Tierarztes und wollten Flecki zu ihm bringen. Aber wie verhext, Flecki büchste wieder aus. Nun war sie für etliche Tage nicht mehr gesehen. Da das vorher schon einmal passiert war, machten sich Betty und ihre Familie keine großen Sorgen und sagten sich, dass sie wiederkommen würde. Dann kam Ostern. Am Sonntagmorgen stand der Katzennapf noch immer vereinsamt und voll in der Ecke. Nach dem üppigen Frühstück ging die Familie mit Betty und ihrer Freundin Christine in den Garten, um die versteckten Ostereier zu suchen. Die bunten Eier wurden vorher stundenlang mit viel Geduld gefärbt, was sie alle auch von der Sorge um Fleckis Schicksal ablenkte. Betty und Christine verteilten sich im Garten. Betty fing ihre Suche im Gartenschuppen an. Plötzlich stieß Betty einen Freudenschrei aus. Flecki ist hier und sie hat 2 Kätzchen geboren. Die Nachricht elektrisierte alle. Ganz leise und behutsam führte Betty einen nach dem anderen in den Schuppen, wo Flecki in einer Ecke lag und an ihren Zitzen 2 kleine Kätzchen hingen. Das eine rot, das andere, genau wie sie, dreifarbig. Sie sah mager und erschöpft aus. Sofort brachte Betty ihr eine Schale Milch und ein bisschen Schinken, was die junge Katzenmutter mit Wonne auffraß. Alle Gäste und die Familie hatten kein anderes Diskussionsthema mehr als die Flecki und ihre Kätzchen. Wie ist das möglich, so eine junge Katze und schon Mutter, wunderten sie sich. Damit hatte Flecki dem Osterhasen den Rang abgelaufen und anstatt Eier zu legen, hatte sie 2 Kätzchen das Leben geschenkt. Und vor allem denkt daran, dass es bei der Eiersuche auch Überraschungen geben kann, besonders wenn man vorher nicht aufgepasst hat. Immerhin ist Ostern ein Frühlingsfest, das auch die Fruchtbarkeit feiert. Und damit endet diese Katzengeschichte. Was haltet ihr von ihr und was macht ihr an diesen Ostern mit eurer Familie und den flauschigen Mitbewohnern? Schreibt doch mal einen Kommentar. Kommen wir zum Rätsel. Beim letzten Mal suchten wir das Rätsel selbst.
Ratet wieder fleißig mit. Was suchen wir dieses Mal? Ich habe Wasser und bin nicht nass. Ich habe Feuer und bin nicht heiß. Ich hänge am Kreuze und bin nicht tot. Ich gelte Pfunde Goldes und wiege ein Lot. Wenn ihr wisst, was Maya sucht, schreibt's uns in die Kommentare. Die Auflösung gibt's beim nächsten Mal. Und um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal und frohe Ostern!